Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex mit KS und heute sitzen wir im Soundstar Studios und drehen eine neue Folge zu Artist Talk. Mein Gast heute ist Wiz mit seiner neuen Single Kaid und Waffe geladen. Ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Zieht's euch rein. Ich bleib ins Geschäft, ratter kurz die Szene durch, erschlacke deinen Schädel wund, dann läuft mir die Kehle runter. Oh yes, ich komm rein, die Masse flippt aus. Wir machen den krassesten Sound von Penzberg über Mosach bis unter Schleißheim. Mach mir aus dem Coca eine Line klein. VIS, heb 2 Finger in die Luft. Yo, hier sind wir. Wiz, willkommen. Was geht ab? Du hast heute deine Crew mitgenommen? Ja, genau. Auf jeden Fall. Und ja, habt ihr gut hergefunden auf jeden Fall erstmal? Ja, schon. Wir sind ein bisschen zu spät gekommen, weil ich behindert bin. Okay. Ich hab halt einfach, ja, weißt schon, ich hab einfach dumm geguckt. So, ja, ja, Mann, was wir machen. Easy, wenn die Öffi-App nicht mehr geht, ne? Ja, Zum Glück waren wir ja mit dem Auto da, ne? Ja, natürlich. Easy. Okay, die erste Frage, wie bist du zum Rap gekommen oder was war dein erster Kontakt? Ja, also das Ding ist so, damals hat mein großer Bruder, der in Frankreich wohnt, der hat angefangen zu rappen. Genau, da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt oder so. Da habe ich so das erste Mal richtig Rap gehört. Und, ja, Mann. Irgendwann habe ich selber angefangen, Texte zu schreiben mit meinem kleinen Bruder. Okay. Der Lino, das ist auch ein krasser Rapper. Hast du angefangen auch auf Französisch? Nee, oder? erstmal auf Deutsch. Erstmal Okay. nur auf Deutsch und irgendwann kam Französisch auch noch dazu so. Okay. Genau. Ja, ich weiß nicht, so mit 12 Jahren habe ich das erste Mal Texte geschrieben, so aus Spaß. Hab dann auch selber angefangen, Rap zu hören. Deutsch, Französisch. Dann habe ich auch angefangen, so mit 14, 15 habe ich angefangen, mehr das ernster zu nehmen. Und jetzt, so seit 2 Jahren, mache ich so wirklich professionell Musik. Okay. Und wie ist das, was inspiriert dich da? Ich meine, du hast ja schon gesagt, großer Bruder, Frankreich. Ja, natürlich. Also erstmal mein großer Bruder natürlich so. Durch den habe ich erst gelernt, richtig zu rappen. Und wer mich sonst inspiriert, auf jeden Fall Kalash Kriminell, französischer Rapper, so die Nummer 1, die mich inspiriert, so mein Lieblingsrapper. Okay. Von dem, ja, genau, so. Und sonst natürlich so von Deutsche Jizzes feiere ich. Klar so. 187. Genau. Und sonst, wenn ich auch sehr feiere, ist Farid Bang Kollega, so diese Wortspiele-Sachen da, diese mehrsilbigen Reime und sowas. Mhm. Genau. Doppeldeutige Sachen und so, Ja, ne? genau. Dreifach, genau, ja. das. Das haben die drauf. Krass. Und was hörst du selber so jetzt? Also, Ja, wie gesagt, Kalash Kriminell. okay. Ich höre auch viel Untergrundrap. Also ich weiß nicht, Krujo Stalker ist so ein Rapper, den ich höre, den kennt wahrscheinlich keine Sau. Das ist so ein Typ, der macht halt so... Wegen dir, leider. Ja, Digga, das ist so ein Typ, der rappt halt wirklich Psycho-Scheiße. Okay. So richtig, er rappt darüber, Menschen abzuschlachten und so ein Scheiß. So extrem Richtig, hardcore. ja, ich liebe sowas, weißt du. Ich höre auch sehr, sehr viel Untergrundrapper, die halt keiner kennt. Zum Beispiel auch Abis 90k. Das sind Jungs. Wie heißen die? Abis und 90k. Und Grüße nach Berlin. Ja, Mann, das sind auch Jungs, mit denen ich auch Musik zusammen mache. Ich bin auch großer Fan von denen, Digga. Das sind krasse Künstler. Mit denen sind wir auch connected. So. Ich höre halt sehr viel Untergrundrap, so den nicht so viele Leute hören. Also so den unbekannteren Genau, Stil. ich mag so diese Mainstream-Leute nicht, so weißt du, die jeder kennt, Capital Bra, Mero und sowas, das höre ich nicht, Digga. Das taugt mir nicht so. Ich höre lieber so Sachen, die halt Gegen nicht so viele den Leute Strom. kennen. Ja, genau. Nicht so viele Nicht Leute schlecht, kennen, nicht schlecht, ja. Ja, Azad war ja damals auch so. Der war Ja, Untergrund genau, alles, ja, genau, ne? ja, safe. Krass. Und wie ist es bei deiner Produktion? Produzierst du dich da selbst oder Ja, das gibt's ist da auch- jemanden im Hintergrund? Also es gibt viele Leute mittlerweile so. Ich nehme viel bei Schrax auf. Schrax. Schrax, Singer Sepp. Genau, Schrax Singer Sepp. Ja, Mann, und sonst bei OT und so. Und ich habe jetzt Roman Halver, so eine Art Sponsor, der dreht mir halt meine Musikvideos, der zeigt mir die ganze Scheiße, dass ich in Playlisten komme und so ein Scheiß. Greift ein bisschen unter die Arme. Ja, genau so. Ja, Mann. Nicht schlecht. Und wie ist das so heutzutage? Ich meine, wie ist das mit den Videos, wo... Ja, Digga, das ist schwierig. Ich meine, ihr habt ja Wegen ein Corona, cooles so. Video, glaube ich. Dieses Kaid. Geil, Das war schon echt fetzig so mit den ganzen Sachen. ja, Mann. Dreht er die komplett alleine oder hat er da auch ein Team? Wird das organisiert? Ja, also das Ding ist so, das Drehen dreht er eigentlich alleine so, der hat halt alles da, so Nebelmaschine, Lichter, alles hat er am Start so. Jetzt ist es momentan ein bisschen schwierig wegen Corona. Mhm. So, ich habe eigentlich jetzt ein richtig, richtig fettes Video geplant, ich habe auch den Song fertig gemacht. Aber das Ding ist halt, ich will ja wirklich mit 50 Mann drehen oder so, das geht ja jetzt nicht so. Ja, Deswegen- genau. Wie ist das denn mit Corona? So, vor allem die Videosplanung. Ich meine, hält ihr da Schwierig. wirklich alle Abstand oder? Na, Bro, also das Ding ist so, Kaid habe ich gedreht, da war schon diese Corona-Phase so, da waren Aber wir da auch waren nicht wir viele. nicht viele. Ja, da waren wir nicht viele so. Wir haben 3 Tage gedreht, so. Am letzten Tag waren wir schon relativ viele so.
Aber ja, schwierig, Digga, so, weißt du, ich habe jetzt auf jeden Fall geplant, ein richtig, richtig fettes Musikvideo zu drehen, aber das geht halt nicht, weißt du. Deswegen, ich gucke jetzt, dass ich einfach so während dieser Drecks-Lockdown-Phase da, dass ich einfach Songs auf Spotify raushole die ganze Zeit. Okay. Ja, dass meine Hörer wenigstens was zum Hören haben, weißt du. Ich würde halt gerne Videos drehen, so, weil ich, muss ehrlich sagen, Videos drehe ich am liebsten so. Das ist einfach das Beste, wenn du ein eigenes Video siehst, wie es rauskommt, so. Das Beste ist, aber das ist halt momentan sehr schwierig. Ja, und wie ist das? Ich glaube, jetzt wird es noch schwieriger, glaube ich, weil jetzt, wenn die Weihnachtszeit kommt, das ist ja noch kalt draußen so. Ja, die haben ja so, sowieso jetzt Mittwoch sind doch neue Regeln, ne? Ja, morgen entscheiden die das, glaube ich. Ja, das ist ja. Und dann ab Mittwoch gilt das. Okay. Das ist ja behindert. Da weiß auch kein Mensch, was. Das ist wieder nur Bayern wahrscheinlich, ja. Okay, nächste Frage. Welche Rapper haben dich persönlich jetzt so inspiriert, würdest du sagen? Ich meine, du hörst ja nur Rap, hast du gesagt? Ja, ich höre eigentlich fast nur Rap so. Ich würde sagen, auf jeden Fall Kalash Kriminell ist so dieser Haupttyp, der mich inspiriert hat. Das ist auch der Mensch. Kalash ja, natürlich, Bro. Das ist mein Lieblingsrapper. So, das ist der Typ, den ich am meisten höre. Sonst Farid Bang. So, das ist so der Typ, den ich seit Kindheit kenne. Also, das war so einer der ersten Rapper, die ich jemals gehört habe, ein Kollege auch so. Diese Wortspieler, weißt du, dieses JBG und so, die Schiene, diese Wortspiele, die Vergleiche, die ganzen Reimketten, so ein Scheiß. Das inspiriert mich auch. Mit so Achter-Reimketten mit dreifacher Aussage und so. Ja, genau. Ich versuche auch, Digga, wenn ich zum Beispiel KI und so, ich versuche wirklich so mindestens 4 bis 5 silbige Reime zu machen. Wirklich, mindestens, weil ich weiß nicht, Bro, das habe ich mir so angewöhnt. So. Also hast du dir das so, diese Arbeitsweise ein bisschen so abgeguckt? So ein bisschen kann man schon sagen, ja. Ja, so ein bisschen. So, aber das Ding ist so, ich kann einfach keine zweisilbigen Reime rappen, das geht nicht, Digga. Ich muss mindestens 3 bis 4, 5 silbige Reime rappen. Muss einfach sein, Digga, weißt du? Ich höre auch nur Musik, die halt, zum Beispiel so, ich weiß nicht, Kapital, der macht ja auch so diese zweisilbigen, einsilbigen. Der kann das schon, aber der kann das schon, ja. Ja, und deswegen, ich kann halt nur Musik, also ich höre sowieso eigentlich nur Straßenrap, Digga. Also diese asoziale Straßenrap, der richtig in die Fresse geht. Und wenn er halt dann auch so hochwertig mit mehrsilbigen Reimen und Vergleiche und so, dann ist es halt top, Digga, weißt du. Genau das will ich ja auch machen. Okay. Und kannst du dir auch vorstellen, was anderes zu machen? Oder ja, natürlich, Bro. Willst du jetzt dabei bleiben, irgendwie so? Also na, Digga, ich versuche alles ein bisschen. Ich weiß nicht, hast du kein Niemand gehört? Ja. Hast du gehört? Ja, das ist ja auch so ein bisschen lower, so weißt du, das ist ein bisschen persönlicher Track. Ein bisschen Track, mehr in die Gefühlsrichtung. Genau, ja, sowas mache ich auch, Digga. Ich versuche alles ein bisschen zu machen, weißt du? Okay. So, das meiste, was mir halt taugt, ist dieses Asoziale, dieses Aggressive. Das taugt mir am meisten, weißt du? Draufhauen. Ja, natürlich, Bro, weißt du, einfach, ja. Aber ich versuche natürlich alles ein bisschen zu machen, Digga. Ich werde auch, ich hab auch Bock, mal bald ein Album zu machen irgendwann. Mhm. Und da will ich natürlich alles machen, Digga, jede Richtung ein bisschen. Auch ein bisschen mehr Französisch reinhauen. Ah, genau. Ja, wie ist denn das? Kannst du dir vorstellen, auch französische Features zu haben? Ja, normal, Bro. Es gibt halt in München auch ein paar französische Rapper so. Okay. Aber, ja. War schwer so. Schwierig. Sowas zu kombinieren halt einfach. Ja, natürlich, Bro, weil das Ding ist, es gibt viele französische Rapper in München, aber die haben alle einen ganz anderen Style als ich, so, weißt du? Okay. Es hat, glaube ich, wirklich kein französischer Rapper diesen Style, den ich mache. Ich mache halt diesen Psycho-Rap, weißt du, was ich meine? Ah, okay. Und ich will halt das mit Französisch kombinieren. Ich habe jetzt auch einen Track sozusagen, wo ich ja vorhin gesagt habe, welche Musikvideo zu drehen, das ist fast nur Französisch. Auch ein bisschen mehr Trap, auch ein bisschen Autotune. Ich versuche mich da noch ein bisschen, weißt du, ich bin noch nicht so, ich probiere alles. Ausprobieren. Ja, genau. Also bist du noch quasi in einer Findungsphase? Ja, so ein bisschen. Okay. So untereinander, so inspiriert sich auch manchmal untereinander? Ja, oder auf jeden Fall, Bro, natürlich. Deswegen jeder ist so, für sich oder? Wir machen ja alle verschiedene Musik, das ist das. Also in unserem Kollektiv sind ja 4 Künstler und es machen eigentlich alle 4 verschiedene Musik. Und da kriegt man dann schon viel von dem anderen mit oder so und macht es dann auch mal so wie er oder. Ja, normal, auf jeden Fall. Non Blanco, glaube ich, macht ja eher so ein bisschen, geht eher so in diese immer diese melodische Richtung. Genau, melodischer Feeling, Trap so ein bisschen. Trap und so, ja. Okay, cool. Ja, genau. Und dann kommt man ja auch selten in Streit rein, oder? Ja, überhaupt nicht, Bro, überhaupt nicht. Okay, cool. Ja, Digga, also das Ding ist so, wir müssen halt noch gucken, wie unsere Styles zusammenpassen, so. Wir haben einen Song gemacht, M.A.M. heißt der ist auf Spotify so, der ist nicht schlecht, Bro, aber das Ding ist so, wir haben alle, also Simon ist sozusagen der Typ, der eher dieses Oldschool-Ding macht, weißt du? Der ist halt ja auf seinem Boom-Bap-Film so. Genau, er macht eher diese melodischen Sachen, ich bin eher der Typ, der halt auf die Fresse haut und so dieses Psycho macht, so. Dann haben wir noch Astro, der leider im Knast ist seit 2 Jahren, der auch noch dazu gehört. Der ist halt eher so ein Freestyler so. Ja, genau. Diese ganzen Digga, wir haben halt 4 Styles, die sind komplett verschieden so. Okay. Aber was ja auch nicht schlimm ist, weil ich meine, im Endeffekt sind wir ja keine Gang, Rap-Crew oder so. Es ist eher ein Kollektiv eigentlich so, genau, ja. Wo jeder so sein Ding machen kann und Features kommen natürlich immer wieder so. Aber es macht halt schon jeder so sein Ding, seinen Style so.
Aber ja, am Ende des Tages bleibt es immer noch Sauce illegal. Das ist irgendwie Feuer. Cool, ist Danke. Logo. Ja, ist ja eine Crew, ne? Ja, normal, So, Digga. und- Das ist halt, alle haben ihren verschiedenen Style so. Ich muss da gucken, dass man irgendwie dann, wenn wir mal einen Track zusammen machen, dass wir halt da irgendwie. Das hat schon mal nicht ganz einfach so, aber Ja. hat ja geklappt bei MIM, so wie man gesehen hat. Und wir haben jetzt auch noch einen Song, den wir noch nicht released haben. Stimmt, den müssen wir auch noch raushauen. Ja, stimmt. Party 2. Ihr habt ja noch einen Hast du- aktuellen gerade Hast auf. du, warte, hast du Party Gewalt hast du gesehen, ne? ja, die Party ja, genau, wir haben muss jetzt Party weitergehen. 2 gemacht sozusagen. Ja, den Der ist aber zweiten noch Teil nicht war- online, Okay, also okay. da müssen wir noch gucken. Wann kommt der ist noch- raus? Das wissen wir noch gar nicht, also da steht kein Video, Ja, der ist Song auch ist nicht mal gemastert. Der erste, also die Party geht weiter, war ja auch mit Syndikat 089 und ich glaube Bandana MC und so. Aber ja, Okay. Syndikat gehört ja zu uns so. Der ist ja Okay. unser Bruder so. Der ist so. Macht er auch sein eigenes Ding, ist jetzt nicht so Teil des Kollektivs so, aber kommt übrigens auch aus meiner Stadt so, also ich kenne ihn auch seit Schulzeiten so. Gehört Ja, auf jeden Digga, Fall der natürlich gehört mal halt zu zu uns uns. so. Der ist jetzt zwar nicht so bei Social Media dabei. Hängt mit aber er ist Gang, halt, der gehört zu uns so. Wir sind halt so trotzdem eine Crew. Macht aber auch viel seinen eigenen Scheiß. Ja. mit Gang, mit Gefangen, ne? Na, nochmal. Alles klar. Und so, wie ist eure Meinung zu der derzeitigen Münchner Rap-Szene so? Also wenn ihr euch Schwierig. mal so beobachtet. Ja, es gibt halt sehr, sehr viele gute Rapper hier, die wir haben. Wirklich sehr, sehr gute Rapper. Und es gibt auch viele Dullis so. Schaut ihr da eher so die Neuen an, die Newcomer, die Jüngeren oder Ja, Kennst du das ein also wir bisschen? bleiben eher in unserem Kreis. Ja, also wir wollen jetzt auch gar nicht so viel über andere Münchner Rapper reden, so, weil das wird dann immer ganz schnell gefährlich so. Ja, das ist vor allem bei uns so, Digga. Egal wo wir hinkommen, South Illiger ist da. Sind immer die Es Schlimmen. gibt immer etwas die alle so Schlägerei. etwas sensibel, Ja, ne? ja, ja. Ja, Digga, ich weiß nicht warum, aber die wollen sich da haben, glaube ich, ne? Ja, ich Wir sind ja denke anscheinend auch. so asozial. Nee, aber es gibt echt gute Rapper in München, zum Beispiel Dirty Meth. Dirty Ist Meth. ein richtig Ja, krasser Rapper, Shoutouts. Digga, ich schwör's dir. Das ist So ein halt krasser Name, Dirty Dirty Meth. Meth. Ja, Digga. Ja, aber das ist wirklich ein Talent, Digga, der ist krass, Digga, der hat mir, seine ganzen Tracks, die noch nicht online sind, Digga, die sind krass, der ist wirklich Er krass. macht echt viel, also der hat sein Studio zu Ja. Hause. Das ist sehr, Der sehr, macht sehr, auch alles selber, Digga. Der Das ist so ein wirklich- kreativer Mensch, ohne Scheiß. Ja. Der macht ja auch meine Covers und so. Okay. Der Typ ist nur am machen. Ihr seid ja auch alle etwas, ich glaube so, wie alt ist Dirty Meth? 21? Boah, ich weiß es nicht. Das sind alle so in den Dreh Ich glaube, rum, er ist oder? auch 20, ich weiß es nicht. Nee, 22. Ja? Sowas, ja. Okay. Ja. Und Dogan Beats, wenn ich das richtig Ja. verstanden habe, Das ist mein exklusiver kannst du ruhig mal einen Mic geben. Ja, Wie ist es, du machst nur die Beats für alle oder für jemanden bestimmten? Also zurzeit jetzt, von mir ist jetzt noch kein Track mit denen ein Beat von mir drauf, so mäßig. Es kommt noch alles. Ich baue auch langsam, jetzt langsam bin ich erst da reingekommen, weißt du. Ich habe jetzt lange gebraucht, erstmal geübt und musste erstmal selber meiner Sache sicher werden, weißt du. Und jetzt ist langsam so die Zeit gekommen, jetzt für Ja, Blanco. wir haben auf jeden Fall schon ein paar Songs Wir zusammen haben gemacht. So. echt viele Kommen Songs auf jeden Fall zusammen Anfang gemacht nächstes Jahres. und immer mit einem anderen Producer zusammen, immer im Studio gewesen und so. Ja, ist auch Mucke immer gemacht. wichtig, mit anderen auch zu arbeiten. Ja, aber also, ich bin Lernst halt, du schneller? Ich bin halt so auf dem gleichen Film wie Blanco so mäßig mit dem ganzen Trap und so und den ganzen Beats und das ist auch alles so mein Film so mäßig, so dieses New School Trap und den ganzen Scheiß. Ja, Mann. Das ist alles Das ist mein gut. Ding, weißt du? Das ist immer gut, Deswegen. das entwickelt sich dann immer irgendwie weiter. Vielleicht machst du ja irgendwann mal einen komplett neuen Sound. Kannst du dir vorstellen, so einen komplett neuen Sound in der Szene einzuetablieren oder Safe. auch dich Das selber ist natürlich so das Ziel von jedem, denke ich mal. So, So. jeder Dass will man es, ja dann- klar. Das denke stimmt. ich ist wirklich das Ziel von jedem Producer so mäßig. Nicht schlecht. Okay, und wie geht's ihr an eure Rapmusik ran? Ich meine, wie arbeitet ihr da genau? Lasst ihr das euch so kreativ durch den Kopf gehen oder seid ihr eher so die Timer, die Planer, setzt euch hin, schreibt sie auf Handys? Das kommt drauf an, Bro. Also das Ding ist, es kommt wirklich drauf an. Es ist immer ganz verschieden so. Das Ding ist, mittlerweile habe ich mir so angewohnt, ich muss erstmal einen Beat hören, bevor ich einen Text schreibe. Früher war es halt so, ich habe einfach Texte geschrieben so, aber ich brauche einen Beat, damit ich einen Text schreiben kann, weißt du? Ich suche meinen Beat raus und dann schreibe ich ihn. Und wenn ich keine Motivation dafür habe, dann schreibe ich wann anders weiter so. Ab und zu kommt es halt vor, Digga, dass ich wirklich einen ganzen Track in einer halben Stunde schreibe. Zum Beispiel Kaid habe ich, glaube ich, in einer Stunde geschrieben. Ich habe den Beat gehört, Digga, habe Kaid direkt in einer Stunde geschrieben. Manchmal kommt es halt auch, ja, manchmal dauert es halt ein bisschen, so ein paar Tage, bis ich halt fertig bin, weißt Okay. Und dann schreibst du dann einfach drauf los? Kannst du überall schreiben oder? Ja, normal. Das Ding ist, manchmal, also am liebsten schreibe ich auf Papier, weißt du. Okay. Aber wenn ich halt jetzt in der Bahn sitze oder so, scheiße, mir fällt irgendwie Line ein, dann schreibe ich aufs Handy auf. So. Okay. Und wie wichtig ist euch da die Atmosphäre? Also ist es so, ist es Wayne, kannst du auch in der U-Bahn schreiben, so draußen oder ich glaub, das ist sagst du schon so, vom okay, ich Sound brauche die abhängig. Stimmung. Das ist vom Sound abhängig, auf jeden Fall. Also das Ding ist so, am liebsten bin ich alleine, Digga, hab meine Ruhe, höre einen Beat, Digga, und schreib dazu so. So, ich kann jetzt nicht so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit 1000 Menschen da sitze und einfach, das geht nicht. Aber, ja, Mann, auf jeden Bei Fall. mir ist genau andersrum irgendwie so. Also Ja. ich brauche das voll,
Also wenn ich ins Studio gehe, so ich chill mich mit dem Beat-Producer hin, so wir machen den Beat erstmal und Ja, das ist das Beste. Das ist das Beste. Ja. sind da mehrere Leute auch und so, aber so hat man so leicht diese so diesen Vibe halt, Digga. So ein Vibe, Ja, so ein so Grind Genau, kommt dann das rein. war bei mir, Digga, der neue Song, der bei mir bald rauskommt, Digga. Ich war in Berlin, war Abas 90K und wir haben einfach Abas angefangen, einen Beat aufzubauen, also so ein Beat zu bauen und so und dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben und direkt aufzunehmen. So, das war auf jeden Fall bis jetzt der beste Song, den ich jemals gemacht habe. Und Wie heißt der nochmal? der Song? Ja. De Lyon à Munich, der ist noch nicht draußen. Ah, okay, aber der kommt noch. Der kommt noch, Okay, dann halten wir das mal so fest. Ja, man, safe, Das will ich mal auf safe. jeden Das Fall ist so, ich habe jetzt bin ich gerade dabei, einen neuen Song zu schreiben, der kommt einfach aus Spotify raus. Der ist wahrscheinlich passé, französische Hook, deutsche Parts und so. Aber diese De Lyon à Munich, den kann ich jetzt noch nicht raushauen, weil ich will dazu echt ein krankes Video drehen, Digga. Und wegen dem Locker geht halt nicht, weißt du. das war diese 50 Mann. Ja, genau, das war das, ja. Also geht da dieses Jahr noch was? Dreht sie noch was ab oder wegen dieser Corona-Geschichte? Also dieses und Jahr safe Weihnachten? nicht mehr. Also bei mir nicht mehr. Okay. Dieses Jahr nicht mehr. Also 21 schon, aber dieses Jahr drehe ich kein Video mehr. Okay. Ich hatte eigentlich was geplant für dieses Jahr so, aber ich werde jetzt, also am 18. kommt der Song, so, da war eigentlich was geplant, ein Video noch zu machen, aber ich habe mich jetzt irgendwie so ein bisschen gegen diese Musikvideos entschieden, so, weil das einfach für so junge und noch Künstler, die am Anfang sind, bringt das nicht viel, so finde ich. Also Musikvideos? ja, so du gibst unnötig dein Geld aus und nimmst damit nichts ein, so. So, man muss ja auch irgendwann anfangen daran zu denken, man kann ja nicht immer so, hey, ich muss da Geld spenden, da. Das bringt ja auch nichts im Endeffekt. So. Ja, da bist du am Schluss Muss dann schon komplett. leben, Also, muss dann schon ein bisschen geplant Plan. reingehen. Also ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal keine Videos mehr drehen. So, ich habe, wobei ich fahre Ende Dezember nach Berlin, da werde ich 2 Videos drehen, so. Aber das werden dann erstmal die letzten sein, so. Ja, mir ist das hier in München auch zu teuer, so. Ich finde auch, dass die Ja, Leute normal, hier so Digga. unmenschliche Preise Ja, verlangen, Digga, so. die einzigen, die hier verdienen, sind die Videoproduzenten und die Man hat fast Produzenten das an sich, Gefühl, weißt? die nutzen ein bisschen aus, ohne jetzt irgendwie mal ins Bein zu pissen, irgendeinem Videoproducer. Hier, es gibt viele, die Talent haben, klar so, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, ob mehrere tausend Euro das rechtfertigen, so. Also was noch geplant ist, Digga, mein kleiner Bruder, Wie alt? der ist 18 jetzt, Okay. er ist ein sehr krasser Rapper, Digga. Ich schwöre, ich habe mit ihm angefangen, ich muss halt wirklich sagen, der ist viel besser als ich, Digga. Der hat Wortspiele drauf, Reimketten am Start, wo ich mir denke, Digga, der hat jetzt einen Song aufgenommen und der will halt jetzt auch demnächst ein Video drehen, das wird sozusagen das nächste Video auf unserem Kanal sein, von meinem kleinen Bruder. Genau, der wollte jetzt anfangen, aber jetzt ist halt seit Mittwoch jetzt dann wieder, ja, ist wieder die andere Regelung, deswegen Ja, wird schwierig. Muss mal gucken, wie wir das machen. Ja, aber genau, das nächste Musikvideo, was bei uns rauskommt, ist von meinem kleinen Bruder. Krass. Ja, okay, bei ihm liegt ja noch eine große Zukunft Ja, vor ihm. Ich Digga. meine, 18 Jahre. Aber ich schwör's dir, Nicht der schlecht. Typ ist wirklich, also ich habe selten so ein Talent gesehen. Also der ist wirklich krank, Digga. Von den Reimketten und so, Von Digga. uns beiden, die Brüder sind einfach besser als wir. Ja, gell, Das ist einfach so, mein was soll das, Bruder, der Digga? rasiert auch anders, ohne Scheiß. Nicht Das schlecht. ist echt, Wir haben uns die Jüngeren, ja, wenn sie es fühlen und im Blut haben, warum der nicht? rappt Ne? auch länger als ich sag's dir ehrlich, Mann, Ach. der hat mit 8, 9 angefangen, da habe ich nicht mal so viel Hip-Hop gehört. So. Da hat man so 50 Schlecht. Cent gehört. So. Nochmal kurz zurück zu diesen Videos und dass es so teuer ist. Ist es in Berlin billiger oder Also ich sag dir ehrlich, so in anderen Ich Städten? kenne mich da nicht aus, wie muss ihn gesagt, fragen, er weiß es besser. Ich drehe ja dieses Video da in Berlin, die 2 Videos jetzt in Berlin. Ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, so, aber ich sag dir ehrlich, dafür, dass ich die Person da in Berlin gar nicht kenne, eindeutig fairerer Preis, kommt mir viel mehr entgegen, so, organisiert die ganzen Sachen, so, ich komme da an, ich werde da ankommen am Set und ist alles da. Also professioneller auch. Es ist professioneller, obwohl man das eigentlich gar nicht verlangen soll oder kann von dem Kameramann, dass der dir jetzt alles organisiert, aber diese Person macht es trotzdem, weil die einfach mit am Start ist. Und hier die Leute, habe ich manchmal das Gefühl, so, dass die wollen nichts machen, so, die wollen nur die Kohle eigentlich und im Endeffekt nehmen die das gar nicht ernst, die Musik, die du machen. So. Ja, aber das So ist wenig bei wie mir möglich jetzt- geben und dann so viel möglich Das ist bei nehmen. mir jetzt aber auch so. Ich habe ja meinen Kameramann jetzt, Digga, ne? Kaid habe ich ja keinen Cent gezahlt, Digga. Ich habe ja jetzt meinen Kameramann, der macht alles für mich. Der dreht mir die Videos kostenlos, Digga, der baut das Set auf und so, deswegen habe ich jetzt einen Schritt weiter. Sozusagen habt ihr einen stabilen Sponsor. Ja, Ich das, hab einen ist, stabilen das ist halt das Sponsor, Ding, ja, auf jeden was Fall. ich jedem Künstler so auch empfehlen kann. Such dir Leute, die Bock haben, mit dir zu arbeiten, nicht Leute, die dein Geld wollen. Ja, safe. So. Ja, das ist auch so eine Sache, dass es vielen mehr ums Geld oder um die Klicks gehen. Ich habe auch vorhin gehört, Vor allem in München. Das, Vor allem in München. Das ist so eine Ja, München ist famegeile ganz, Stadt. ganz das ist so eine schlimm, Fame- und geldgeile Stadt. So, ja. hey, jeder will abkassieren, ne? Ja. So. Und könnt sich dann auch, also denkt ihr, dass ihr in Zukunft auch
außerhalb von München öfter arbeiten werdet? Ja, oder? normal, Bruder. Produktion angeht, sicher. Ich habe ja meine Jungs aus Berlin, Abis 90k. Es gibt ja bestimmte Rapper, die sagen auch nur, ey, ich will nur in dieser Stadt mit dem und dem Bro, aus der Stadt Ich produzieren. habe ja, wie gesagt, ich habe jetzt meine Jungs aus Berlin, Digga. Werde jetzt in Zukunft öfter nach Berlin fahren, weil ich habe jetzt einen Track bei denen aufgenommen und ich habe einfach gemerkt, Digga, die haben Bock mit mir zu arbeiten, weißt. Die helfen mir dabei. Wie gesagt, ich bin angekommen, Digga, wir haben den Beat da gebaut, wir haben den Text zusammengeschrieben, Digga, da ist ein krasser Song draus gekommen. Deswegen, ich werde jetzt öfter wirklich gucken, die sind jetzt selber gerade dabei, ihr Album zu releasen, deswegen warte ich so ein bisschen ab Januar, gucke ich, dass ich wirklich alle 2 Monate mal nach Berlin fahre und dann, Digga, weil die haben auch Bock drauf, weißt. Da kommt dann gute Musik dabei raus. Okay. Habt ihr eine Meinung zu der US-Szene momentan so? Army-Rapper? Ich höre nicht viel. Oder eher weniger? Das Ding ist, so die Army-Rapper, die ich höre, sind Winnie Pass, Army of the Pharaohs und sowas. Eminem fahre ich auch, aber ich höre nicht so viel Army-Rap, Digga. Ich bin eher französisch-deutsch, dieser Film. Okay. Weiß. Ich glaube, dass die Franzosen auch mit dem Style auch ein bisschen mehr Ja, Digga, weiter nach vorne gekommen sind. Fall, Digga, auch safe. so Aber, mit Wipe und Grind. mehr Army-Rapper. Ich höre, ja, würde ich jetzt nicht mal so sagen, so, aber Es gibt ja welche, mir taugt's übelst. Also mir taugt's übelst, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sehr viel Ami-Rapper, also mir kommen da immer noch Leute so und sagen so, kennst du den und den kenne ich dann einfach nicht. Keine Ahnung. Ja. So, aber was ich jetzt sagen, was ich letzte Zeit rauf und runter höre, ist Gunna, also das letzte Album von Gunna, hat mir ein Kollege gezeigt. So, das ist echt krass. Das ist echt Schlecht. krass. ja, weil es gibt ja auch böse Zungen, oder was heißt böse Zungen, es gibt ja auch Journalisten und Rapper, die behaupten ja auch, dass die Franzosen die Army schon längst überholt hätten oder auch im Ja, das ist so, das Rhein. ist so. Schwierig, Digga. Das kannst du nie sagen, so, Mann. Enno sagt auch, der weiß schon. Wie so, schätzt ihr Deutschrap ein? So mal So, so. mittlerweile auf einem hohen Level, Digga, muss ich schon sagen. Aber es ist immer noch, Digga, Deutschrap. Es hat sich krass entwickelt. Das ist geil, wie sich das Ding ist halt, Deutschrap ist halt immer noch, also, wenn was Neues kommt, dann kommt es nicht von Deutschland, Digga. Dann kommt Verstehe. das von einem anderen Land und dann kopieren die das halt. Zum Beispiel, schau dir mal Enno an, Digga. Jeder Song ist kopiert. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist so, Deutschland ist, glaube ich, kein Land, das einen neuen Trend setzt. So, das ist alles kopiert. Ja, So. wobei, so ich muss schon Ja, sagen, so, aber, also okay, das war eigentlich dann nicht Deutschland, das war dann so eher Österreich, Wien, so die Szene. Die haben schon Mit viel Young Horn und Sachen sowas. gemacht, so Young Horn, Johnny Five, so, wenn man da was hast du recht, sagt. So. hast du recht, Guck mal, ja. diese ganze Paschanim-Szene und da oben diese ganzen Berliner, die diesen Sound machen, den Sound gab es eigentlich schon davor in Wien. Also den Sound gab es generell schon davor auf der Welt, aber so, dass es erst so in Europa, Deutschland, im deutschsprachigen Raum angekommen ist. Ich schwör's dir, da haben die Wiener angefangen. So, Johnny Five hat sowas als erstes gemacht, so gefühlt als erstes. Ich habe auch das Gefühl, dass in Österreich oder in der Schweiz, also ich glaube, das kann man irgendwie alles, viele Österreicher bezeichnen das ja auch als Deutschrap-Szene, weil die da auch involviert sind. Ja, oder? normal. Weil hier halt auch viele Hörer sind einfach. Aber es gab ja auch diese Zeit, wo sogar jeder, der im Rap-Business war, so, kennt ihr das, dieses Deutschrap runtermachen so? Dieses, ja, ist auch so ein die Ding, Szene was mir ist gar voll nicht wack taugt. und so voll scheiße, Ja, aber 100 immer sitzen drin. diese Leute, die dann so full auf ihrem Ami-Film kleben bleiben und dann so, Deutschrap ist scheiße, aber dann am Ende rappen die trotzdem auf Deutsch. Ja, Bro, dann rap auf Englisch. Ja, nicht Bruder, taugt. Ja, das ist so eine Nicht Sache. schlecht. Das heißt, ihr habt einen Sponsor, der auch eure Videos Seine dreht, Videos, meine also Videos, meine deine Videos. Videos vom Wiss. So, Wie gesagt, wir und, arbeiten alle mit verschiedenen Leuten so, also es macht immer noch hier jeder so sein Ding, so er hat sein kleines Team, was für sein Soundbild passt, ich habe mein kleines Team, was für mein Bespricht ihr Soundbild das passt. dann, wenn Ja, wenn normal, Releases normal. kommen, Ja, dass man natürlich, sich nicht Digga, überkreuzt wir oder? sind Brüder, Digga, wir sagen Zum Beispiel alle, Simon hat ja jetzt am 4. Release, so ich am 18. so, ich weiß jetzt nicht, wann kommt der. Digga, ich muss erstmal Deiner aufnehmen. ist ja jetzt vor Simons auf jeden Fall gekommen. Ja. So, also da sind dann immer schon so 1-2 Wochen Ja, Unterschied. ja, wir passen da schon auf, Stabil, Bro, weil wir oder? sind immer noch eine Crew, weißt du? Wir gucken, dass wenn ein Song von ihm rauskommt, dass dann der Song, der von mir rauskommt, dann erst 2 Wochen später rauskommt, weißt du, was ich meine? Wobei, wenn wir dann mal mehr Leute werden, wird das vielleicht schwer, aber das ist dann umso cooler, so, weil dann hast du an einem Release, der so. Ja, wie gesagt, hast wir du halten dann 4, 5 zusammen, Jungs Digga, von deinem weißt? Kollektiv wir sind immer noch eine Crew, so, weißt du? So, safe, also wir Deswegen auch. auch, Digga, wenn ich irgendwas hab, Digga, wo ich irgendwie Hilfe brauche, ich sag ihm Bescheid, wenn er irgendwie safe, Hilfe braucht, safe. wir sagen, weißt du, wir sind ja, Unterstützt euch gegenseitig, Ja, normal, Vertrauen ist auch natürlich, da. Digga. Dafür ist ja diese Safe. Kollektivsache Genau. da, so. Das Okay. ist eher so wenn ich irgendein Problem habe und mir so denkst, so, hey, als- Digga, ich bin mir Ja, nicht ich ganz hab auch- sicher, dann frage ich ihn, Entschuldigung. Digga, weißt du, alles gut, dann frage ich ihn, Digga, dann sagt er mir seine Meinung so, auf seine Meinung höre ich so, wenn er sagt, das und das ist cool, Digga, dann mache ich das, wenn er sagt, das ist nicht so cool, dann überdenke ich das Ja, halt, Mann. weißt Mhm. du? Andersrum. Ja, weil man sieht ja viele Crews und ich glaube, wie viele Arbeitszählige sind kaputt gegangen an Unverständnis oder Oh, ja, es gibt gibt ja und zwar Team so auch schon, oft ne? schon, aber auch so der Fall, so erstmal diese eine Sache damals da. Ja. Das war nicht zwischen uns so jetzt so, es sind halt auch bei uns Leute gegangen, so, aber
Ja, Das Digga, sind halt so Faust und Sachen- Illegal hat eigentlich eine lange Geschichte, Digga, von übelst, Leuten und so. übelst. Endlich lange Geschichte, nicht, Digga. Nicht Wir mal haben. vom Sound her so, sondern eher so halt eine Geschichte so zwischen uns, aber, Ja. aber Es gibt ja auch Crews, die einfach, wo jeder gesplittet ist und jeder macht irgendwas und jeder hat so seinen persönlichen Manager, aber nach außen ist es halt so wie zum Beispiel KMN-Gang oder so. Ach so. ja, da Hab ist ich immer das auch Gefühl, dass hab ich- irgendwie ja, so zwei ja, was ganz ja. anderes Ja, machen wie genau, der ja. eine. Das und ist ja auch gerade so voll am irreführend. Aufsplitten so bei denen. So, der hat mit dem keinen Kontakt mehr, der hat mit dem irgendwie so. Ja, das Genau. Ding ist so, wir haben halt jeder, schon mal, also Blanco hat seine Leute, die ihn supporten, also sein Team so, ich habe mein Team so, Simon leider noch nicht so, der ist halt so, ist ja gerade neu, so, wir haben Simon gerade erst in unsere Crew reingetan, so weißt. Aber wir beide sind halt immer noch so, wir passen aufeinander auf, so, weißt du, man, wir passen auf, dass da keine Scheiße passiert, weißt du. Sehr gut, pass aufeinander, hat jeder so ein Auge auf den anderen. Ja, quasi. normal, auf jeden Fall, Bro, safe. Das ist cool, das ist cool. Das stärkt euch auch in der Gemeinschaft. Ja, safe. Also, und gut, wie ist es, Simon ist jetzt, wie lange ist denn Simon eigentlich jetzt bei euch? Boah, Digga, ich weiß nicht, wie lange ist das? Ein paar Monate so. Ich habe jetzt mit ihm ein paar Singles rausgehauen, 2 Singles, Macht ihr nicht und Waffe geladen. Jetzt hat er. Seit Anfang 2020, oder? Ja, genau, würde ich So sagen. was, Seit einem Jahr ungefähr, genau. Ja, sogar, nee, so ein bisschen länger, Digga. Wir haben unsere Waffe geladen, haben wir am ersten war er schon rausgehauen. immer. Er war schon immer Aber- dabei, Digga. Er aber war so schon immer mit dabei, Musik aber er jetzt. hat, mit Musik hat er erst später angefangen, so. Der jüngste Genau. Bruder im Ja, genau, Ja. genau so. Aber wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach anderen Leuten natürlich, aber nur aus dem Süden so. Also ja, wenn normal, wir Leute Digga, safe. aufnehmen, so dann sind das entweder, also es kann auch gerne Stuttgart, Frankfurt, Zürich, irgendwas sein. Ich das habe soll auch nur jemanden, Süden zum sein. Beispiel, wir haben echt viele Leute, zum Beispiel Chorto, Digga. Ich würde Chorto Chorto ist auch- direkt bei uns einnehmen. Ja, safe, Chorto safe, ist safe. wirklich. Aber der hat sein Chorto- eigenes Camp. Mit Chorto habe ich angefangen zu rappen, Bro. Der ist wirklich unbekannt so, aber das ist auch ein krasses Talent. Das ist so ein Kenneck, Digga. Der macht auch seinen ganz eigenen Style. Mhm. Wo ich 13 war, habe ich mit ihm angefangen zu rappen. So. Da haben wir Songs rausgehauen auf YouTube und so, die sind zum Glück nicht mehr online. Die einfach scheiße waren. Aber Der Typ ist echt krass. diesen also, Typen, Digga, ich würde ihn direkt nehmen. Aber er hat sein eigenes Label, weißt du? Also seine eigene Crew und sein so. Camp so. Aber Okay. der Typ, ohne Scheiß, egal in welches Studio ich mit ihm gegangen bin, jeder Er war zerfetzt fasziniert. Seine jedes Stimme, Mal, seine Digga. Stimme, das Immer ist dieses einfach... Kiro, Ja, Kiro. Kiro, ja, Jedes Shoutout Mal, an Digga. Horto an dieser Stelle. Nee, aber so, ich habe auch 2 Songs mit ihm gehabt, so, die sind jetzt leider nicht mehr auf Spotify, so, aber die werde ich, glaube ich, mal bald auf Soundcloud hochladen. So. Das sind halt Ja, alte Songs, so aber- alte Tapes von mir. Da ist er auf jeden Fall drauf. So. Also der Typ hat eigentlich schon immer abgerissen, hat Baba-Stimme Ja. so. Ja, safe auf jeden Fall. Ja. Okay. Eure Meinung zu Clickbait? Oder Klicks kaufen? Ach, Bro. Oder so, das lohnt sich nicht. Lohnt sich wirklich nicht. Lohnt sich nicht, ne? Lohnt sich nicht. Was willst du damit erreichen? Ja. So, aber Ich weiß Kann ja nicht. sein. viele machen Es gibt es. ja viele, die das machen. Obwohl, was heißt, was willst du damit erreichen? So, ich sehe jetzt trotzdem Leute, die Deals bekommen und bei denen ich zu 100% weiß, so, Alter, deine Follower sind fake, deine Klicks sind fake, deine Zahlen generell sind fake. Aber die Ich haben könnte auch im schon ein paar Endeffekt Namen nennen, zum trotzdem, Beispiel. ja, weißt du, machen wir weißt nicht, du. aber, Ja, aber aber so, wenn ich zum Beispiel sehe, so ein neuer Rapper postet ein Musikvideo, okay, ich gucke so nach einem Tag 300 Aufrufe, 200 Kommentare, okay. Ich gucke eine Stunde später auf einmal 10.000 Aufrufe. aber trotzdem Digga. noch 200 Kommentare. Ja, genau. Hä? Und so 100 Likes, so, hä? Was? Ganz komisch so. Ganz, Oder, ganz komisch, Digga. Keine Ahnung, so generell Leute, man, du schaust auf Insta, man, der hat 120.000 Abonnenten so und ich kenne Leute, die haben 4.000, 5.000 Abonnenten und ich schwöre dir, mehr Leute kennen den mit 4.000, 5.000 als den mit 100.000. Ja, normal, Digga, safe. Keine Ja, Ahnung. Es kommen auch auf einmal, Digga, ich weiß nicht, woher das ganze Gesindel kommt, auf einmal Wie schnell sind- überall Rapper mit 10.000 aus München. Auf einmal aus dem Nichts, Digga. plötzlich sind die da. Aus dem Nichts, Wo auf einmal. kommt der, Mann? Wo wart ihr vor 2 Ich Jahren? sag so zu ihm so, hey Digga, hast du den schon gehört? Du sagst auch so, wo kommt der schon wieder her? Aus welchem Weg kommt der gekrochen, Digga? Ja, Mann. Überall aus München, Ja, auf ist crazy. einmal aus dem Nichts kommen irgendwelche Rapper, die auf einmal 10.000 Abonnenten haben. Bruder, ganz einfacher Tipp mal an alle Leute so, geht mal auf die Follower, also klickt auf die Follower und oben in der Suchleiste tippt mal irgendeinen Buchstaben ein und dann seht ihr schon die ganzen Ja, Inder und Pakistaner Du siehst das und- schon, okay. und ja. Das ist einfach lächerlich. Ja, es gibt ja, keine Ahnung, es gibt ja bestimmt welche, die. Aber es klappt ja anscheinend ja. bei manchen. Es Ja, klappt ja. und die meisten, die checken das nicht. Die geben dann auch den Leuten eine Bühne, Digga. Ja. Also ja, bei den Das klappt's, ist das, Digga, was mich abfuckt. und die geben ihnen eine Bühne. Ja, Leute, bei der hat voll viele Klicks, das holen wir den zu meinem Musikvideo. Das ist auch wieder so ein Ding, so Ja, Kann don't sein, hate. dass es funktioniert. Kann sein, dass es funktioniert. aber Digga, Das ist bevor das ich Kann Genau, sein, mach, dass sie das Digga, machen, so, also ich will jetzt keine böse Vermutungen stellen, aber wie bei Mero, hat funktioniert. Der Junge Ja. macht dann Aber auf so, der anderen Seite, so guck mal, da ist vielleicht viel gekauft, aber da ist auch viel echt.
Bei Ja, Maverick. normal, Digga, da kannst du Da ist Ja, auch aber vielleicht hat er, echt. bis er das Echte machen konnte, musste er vielleicht diesen Fake machen, weißt du? Ja. Und dann, wo er aber diese Anzahl erreicht hat, weil wenn jemand schaut und du siehst ja, ich glaube, das ist bei euch auch nicht anders gewesen damals, wenn du bei jemandem geschaut hast und der hat mehrere Millionen Klicks, dann denkst du schon so, oh, der ist stabil, höre ich mir diesen Song mal an. Ja, normal, Digga, da klickst du ja drauf, weißt So. du? Das ging halt so alles so auf einmal. So. Also der hat seine Videos hochgeladen auf Insta. Ja. Aber irgendwie der hat so seine Videos hochgeladen auf Insta. Aber ich habe irgendwie jetzt keinen richtigen Song gesehen, weißt du? Ja, man hat nie Immer einen Song diese gehabt, so. Insta-Videos und bla bla bla. Aber so, was dahinter steckt, so einen richtigen Song machen, habe ich dann nicht gesehen. So, ich gönn's ihm, ich bin ja kein Neider. Aber So, ich, im Endeffekt sind das ging alles halt nur so verschiedene Marketing, so viel zu schnell, Mann. Taktiken. Marketing, gutes Social Media Ja. Work, so. So, im Endeffekt jemand, der viel Reichweite auf Insta hat oder verursacht, so der kann es ja dann auch schaffen. So, das ist ja alles, aber ja, es ist ein schweres Thema. So, Findet ihr, dass man durch dieses Insta und also die Rapper, die sich auch so aufgebaut haben, dass diese Social Media Work Arbeit das Game so ein bisschen kaputt macht oder ist es irgendwie zum Negativen verändert? Ich meine, es ist ja ein Teil geworden von der Szene. oder? Ja, Kann man also so das sagen. Ding ist so, das ist halt, ich weiß nicht, was aber das ist halt. das ist so ein, guck mal, Dinge Gibt verändern es noch sich. Rapper ohne Instagram? Hat jemand von euch kein Instagram oder so? Nein, man, natürlich nicht. Aber Hat so, jeder, ja. Das natürlich brauchst nicht. du halt. Als Rapper brauchst du Instagram, Digga, sonst Brauchst kannst du es gar nichts mehr irgendwie machen, weißt du? Aber das ist so ein komisches Thema. So, ich meine, Wer kein Instagram hat, ist Kucho Stalker, weil ich vorhin schon erwähnt habe. Kucho Stalker, den glaube ich keiner so kennt, so, den ich halt Ja. höre. warum halt auch? Das ist das Ding. So. Ja, das ist halt, ich weiß Aber solche nicht, Leute geben ja auch einen Fick drauf. So. Das ist ja dann Ja, wieder was ja. anderes. Aber so, ja, wie gesagt, Dinge verändern sich einfach so in der Szene. So, das war ja schon immer so. Ich meine, früher war es dann so, vielleicht MTV oder so. Oder so. Es sind immer Sachen dazugekommen, die das Game verändert haben. Man muss einfach lernen, damit umzugehen. So. Also da bringt es nicht viel, so irgendwie rumzuhaten oder das und das und das ist schuld, dass ich nicht Erfolg habe mit meiner Musik. Du musst halt irgendwie lernen, damit umzugehen. So. Entweder halt auch fuchst du dich da anpassen, rein, ja. Du musst dich anpassen, Bro. Wenn du jetzt durchstarten willst und dir keinen Instagram-Account machst, dann hast du verkackt, Digga. Wie willst du, oder schau mal. Man muss es ist vielleicht einfach nicht so. mal so hart sehen. Könnt ihr euch das Sieht man vorstellen, recht, mal ja? so kein Instagram zu haben? Bruder, ich so wünsche es sein? mir. Es macht mich verrückt, die Scheiße. Ich Ich sag's dir nicht, ehrlich. Bro, weil mittlerweile, Digga, ich sag dir ehrlich so, ich habe mir mittlerweile so auf meinen Instagram-Account, das ist so mein Hauptding. Ich habe sehr viele Leute auf meine Stories reagieren und so und sehr viele Leute, die mir schreiben so. Ohne Instagram würde ich halt so nicht mehr wiss sein, so, weißt du, weil wirklich auf Instagram habe ich mittlerweile eine große Reichweite erreicht, so. Und ich mache immer diese kranken Videos, weißt du, die ich so poste in die Story, wie ich irgendwie so einen kranken Scheiß mache, wie ich so, keine Ahnung. Und deswegen davon lebt meine Community, weißt du, die wollen ja sowas sehen. Die wollen sehen, wie ich einen kranken Scheiß mache. Und deswegen ohne Instagram, glaube ich, können die nicht mehr, weißt du. Imagepflege. Ja, genau. Okay. Muss ich halt irgendwo zeigen. Mike? Ja. Und du weißt, du brauchst halt auch eine Plattform, wo du dich deinen Fans zeigen kannst, weißt du? Weil du kannst ja nicht so sich immer hinter deinen Song verstecken, wenn ein Song jetzt jeden Monat ein Song kommt oder so, weißt du, was ich meine? Du brauchst ja auch wirklich eine Plattform, wo du deinen Fans zeigst, wer du bist, wie du die Musik machst, Am wann Anfang du den zumindest Song so. Irgendwann- raushaust und so. Und Irgendwann dann hast du kannst vielleicht auch die Reichweite. Fanbase so Ja. aufbauen, weißt du? Du baust halt deine Fanbase aufmäßig. So, ich weiß nicht, ich als Produzent jetzt brauche jetzt nicht viele Follower, damit ich jetzt sage, ja okay, ich bin jetzt krass, weil ich so viele Vielleicht für Follower- Kontakte oder so. Ja, nur Also man ist muss immer halt gut. selber als Produzent So, ich- wissen, mit welchen Leuten man sich connectet und dann noch zusammenarbeiten und sich nicht gegeneinander haten. Das ist der größte Fehler in der Musik, wenn man sich gegeneinander hatet. So allein in München, man sollte sich einfach gegenseitig mal hochziehen, weil München ist... Ja, Bruder, aber der Zug ist abgefahren, so, ich sag dir ehrlich. Ja, Bro, das Ding ist, Digga, in München ist halt das Problem, Digga, dass es gibt keiner, der dich supportet, so, weißt du. Alle sind gegeneinander. Es ist nur Ali, die Es ist einfach ein Konkurrenzkampf, Digga. Es ist einfach ein Konkurrenzkampf. Das zwischen Ding ist einem so, Haufen von niemanden. Ja, weil, Digga, So, das Ding das ist, ist der Joke dran. niemand Also, ist es sind krass, alle nichts Digga, und aber niemand. jeder will krass sein als jeder andere, weißt du, was ich meine? So immer so, ja, ich will hier was aufbauen, aber die anderen sind scheiße. Ja, das ist genau das Die Ding anderen in sind München. schuld. Schau mal, das Die Ding ist, anderen in keiner sind Stadt, schuld. Digga, München ist so kaputt, Digga. Ich sag dir ehrlich, Digga, jeder Rapper in München will halt krass sein als jeder andere, so. Und, Ist ja auch München- irgendwo die Hip-Hop-Attitude, die da sein soll, aber hier in München ist das irgendwie was anderes. So. Ja, Digga, München ist echt kaputt, Digga, weißt du, keiner gönnt irgendwem, Digga, weißt du, das ist in München ganz, ganz schlimm, Digga. In anderen Städten siehst du sowas halt nicht, weißt du. Das ist eine Lästerstadt so. Ja, Das ist eine genau. Läster- Safe, da stimme ich euch zu auf jeden Fall. Also so seid ihr Gönner quasi, kann man so Digga, sagen. heißt ich gönn Gönner, so jedem, Digga, ich poste auch zum Beispiel Polarize, ne? Ist ein Typ, Digga, der hat mich noch nie
noch nie irgendwie in seiner Story gehauen, was weiß ich, aber ich feiere ihn trotzdem, ich poste ihn trotzdem, Digga. Ist mir egal. Ja. Auch er folgt mir zwar und so, wir sind halt, also, ja, so Man kennt sich. Man kennt sich so, aber ich feiere seine Musik und deswegen werde ich ihn auch immer supporten, Digga, weißt du, was ich meine? Und die Leute, die ich supporte und die Leute, die ich feiere, die supporte ich auch so, weißt du? Und ich supporte, ich weiß nicht so, aber die anderen Leute so, ich weiß nicht, Digga, was soll ich dazu sagen? Feiern deine Musik, ich weiß es ganz genau. Aber die supporten mich aus Prinzip nicht, weil die nicht wollen, dass du hochkommst, weil die dir nicht gönnen, weißt du? Also, Wärst du nicht der Typ hier in München, den er kennt, Also- sondern nur dein Sound, würde Genau, er dich dann feiern. würde ich supporten. Aber wenn er dich Aber- kennt und weiß, was für eine Person du bist, er kommt aus München, ne, ich muss ja krasser sein als du, deswegen supporte ich dich nicht, weißt also du? die Stadt schleift schon so ein bisschen, Digga, schlimm. ist Sehr schon schlimm, ne? Dadurch, dass es so wenige Leute gibt, die hier was schaffen, wird natürlich der Neid und so Es gibt ja immer auch größer. keinen also es gibt wirklich keinen München Rapper, der mittlerweile was gerissen hat. Außer Alias, aber der, weißt du, der supportet ja die Stadt so nicht so. Sonst Mike J hat ein Feature mit Bones, okay. Aber es gibt wirklich, Ja, auch weg. es gibt keinen Rapper bis jetzt, der München auf die Karte gebracht hat, weil einfach München Ich glaube sich an Ruhr, gegeneinander. ich glaube an Ruhr. Ja, ich glaube auch, ey, Ruhr ist krass, Digga. Ich hoffe auch, dass Ruhr die kommt aus München? Obwohl, Ruhr? Ruhr? Ja, die kommt Keine aus Ahnung. Messestadt, ne? Ich hab Ach, krass, keine Ahnung, Bro. Aber die feiere ich, Digga. Das ist Ja. so wirklich, die feiere ich wirklich, Digga. Ich muss ehrlich sagen, so den Echt Song krass. feier So. ich. Und die weil hat das- eigentlich dieser Titel, ich bring München auf die Karte, der ist eigentlich schon weg. Das hat sie Ja, gemacht. weil die Das hat sie einfach gemacht, jeden das. damit Und gefickt, Digga. Und das hat sie richtig gemacht, weißt du? Und die ist auch die einzige Rapperin, so, die halt krasse Wortspiele und Reimtechnik. Weil sie hat sich auch aus allem rausgehalten. Das ist so ein Ding, was ich im Nachhinein bereue. Ja, Wir waren safe. immer mit dem cooler, mit dem gelabert, waren mit dem auf der Veranstaltung, sind da aufgetreten, haben zu allem Ja gesagt. Das ist so ein Ding, was sie nicht gemacht hat. So, sie hat ihr Ding gemacht mit ihren Leuten, hat auch auf Videos und so geschissen, hat einfach Ja. ihr Ding gemacht auf Insta und schau, Weil, jetzt Digga, ist sie bei das ist auch PA. ein Problem Ja, bei aber mir. es Ich bin ist ja einfach, es ist ja nicht zu spät, oder? Ich meine, Ja, aber Digga, schau mal, das Ding, ich bin einfach zu nett zu den Menschen. Ich bin ein Mensch, ich bin viel zu lieb zu den Menschen, ich sag dir ehrlich. Ja, Mann. Ich sag zu jedem Ja, ich bin zu gut zu den Menschen, weißt du, ich könnte einfach auf alle scheißen, Wir Digga. haben teilweise Auftritte aus Nettigkeit angenommen, so, wo wir uns jetzt im Nachhinein so fast schon schämen, dass wir dort waren. ja, vor allem hier, also, So. wer hier zu nett ist, ne, wird hier meistens ausgenutzt. Ja, Safe genau, so. das ist das Problem, Das Digga. kennt Wir sind einfach zu nett zu den Menschen, weißt du? Okay. Ja, aber ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Also auch, wenn sie gesagt hat, dass sie jetzt Rap auf die Karte bringt, so, dann ist sie halt die erste vielleicht gewesen, die Ich das Sie gönn's hat jetzt es so... dir nicht mal aber- gesagt. Das Die ist hat das nicht, Ding. ja, Sie hat genau, einfach die hat's gemacht. nicht gesagt. Ja, Sie hat Genau. ja einfach nicht. gemacht. Und deswegen, Digga, Muss ja nicht. wenn sie München auf die Karte bringt, ich gönn's ihr so. Dies ist wirklich die Hat sie, Rapperin. Bro, Habe ich Das auch ist schon gesagt. so. Ich habe immer gesagt, ich warte auf den Tag, dass einer kommt und wenn es passiert, gönne ich auch. Ich bin Gönner. So, Ja, normal, Bruder. so immer. Man, Bro, sie hatte so. Beef mit fucking Manuelsen. So. Wer hatte in München Beef mit Manuelsen? Ja, sie. so Punkt. Der Zug ist abgefahren. Sie hat Stimmt. München auf die Karte gebracht. Stimmt. Okay, und naja, ich meine, guck mal, wenn man sich jetzt Berlin anschaut, ja, da war jetzt auch nicht ein Rapper, der gesagt hat, boah, ich bringe jetzt Berlin auf die Karte, sondern da hat jeder für Die sich Leute so, haben einfach gemacht. bam, Berlin, weißt du, Wer so. cool war zusammen, wer nicht, war Richtig halt nicht. so. Ganz einfach. Richtig das, ist so. das ist dieser Gedanke, der hier in München fehlt. So. Aber dort ist, also Berlin ist ja auch eine Stadt, wo viele auch gegeneinander sind. Also man sagt ja auch, oder Flair hat auch immer gesagt, boah, wenn die alle mal einmal zusammenhalten würden, dann wären die krassesten so. Aber jeder fuckt sich gegenseitig ab. Seht ihr da Ja, einen Digga, großen aber das Unterschied Ding zu ist, die ihr? Stadt ist einfach größer, es sind mehr Leute da, es sind mehr Leute, die Bock auf Hip-Hop haben und somit sind die einzelnen Gruppen einfach größer. Also es gibt viele einzelne Gruppen und wenn sich größere Gruppen gegeneinander haten, hat das nicht so ein Ausmaß, wie wenn sich hier einzelne Künstler alle gegeneinander haten. So. Das ist halt das Ding. So, dort sind halt viel mehr Leute einfach, viel mehr Leute. Verstehe. Nicht schlecht, nicht schlecht. So Rap-Battles schon mal dran gedacht, was zu machen oder zu starten? Ich so? hab früher Rap-Battles gemacht. Es gibt sogar noch Echt? es gibt ein Rap-Battle, was von mir noch online ist, so, ja. Also, wo ich früher angefangen habe mit 14, 15, habe ich Rap-Battles gemacht, so, die sind zum Glück nicht mehr online. Zum Glück, Digga, ich schwöre es, ich schäme mich dafür richtig. Aber es gibt noch ein Rap-Battle, was von mir online ist, das heißt GRB, VES gegen, ich weiß es selber nicht mehr. Ich glaube, Mondos 19, der mal hier war, der war auch mal an so einem Rap am Mittwoch in München oder so. Ja, echt? Das Glaub ich auch weiß mal, nicht. ja. Aber auf jeden Fall, es gibt ein Rap-Battle, was von mir noch online ist, einfach nur GRB, VES eingeben, dann findet ihr das. Das ist eigentlich ganz Gewonnen, ne? lustig. Ich hab verloren, Bro. Ich hab verloren. Ja, das Ding ist so, ich hab halt nicht so diesen Battle-Scheiß gemacht. Ich hab einfach geguckt, dass ich Punch-Scheiß rausbringe. Ja, ist immer noch online. Egal, auf jeden Fall GRB, VES. So, ich habe einen Rap-Battle gemacht, ich hab direkt verloren. Da dachte ich mir, scheiß drauf, Digga. Ich glaube nicht weiter, weil ich kann das nicht, Digga. Weißt du, ich bin auch kein Freestyler. Wo meine Stärke ist, sind so diese Lines, die ich halt bringe, so, weißt du.
Ich glaube auch, dass das Freestyle, das ist so ein bisschen überbewertet bei diesem Battle-Rap, weil so, ich habe auch selber Hälfte Rapper Freestyle gesehen, auf jeden. die haben sich so 416er auswendig gemerkt und sind dann in die ersten Runden so. Digga, natürlich so Ja. alles Aber auch Palaver, diese Stelle Digga. bei Rapper Mittwoch, wo Kapi so diesen, was hat er da ausgepackt, irgendein Schokoriegel oder irgendwas, so, erzähl mir nicht, Digga, dass er das einfach in der Tasche hatte und dass es Zufall war, so, Bro, das war doch irgendwie, irgendwas war doch da dahinter. So. Normal, Digga. Ich glaube nicht, dass das alles Freestyle ist, aber ich Aber wie glaube, gesagt, das Digga, weiß auch also jeder. ich bin, Ist ja auch nicht schlimm. ich kann diese Freestyle, so ich bin dafür bekannt, dass ich halt so Punchlines bringe, die halt, ich weiß nicht so, dass ich halt Tracks mache, ich kann dieses Freestyle nicht, weißt du, ich meine, so, ich mach so Lines zum Beispiel wie, was zum Beispiel, Welche Line meinst du? ja, ich weiß auch nicht, mittlerweile bin ich relativ besoffen, Digga, weißt du? Nein, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, Digga, so dieses Freestyle kann ich nicht so gut, Digga, auch dieses Battle nicht so, ich mache eher so diesen, aggressiven Sound, wo ich halt so diese so Reimketten hintereinander so bringe, so, weißt du, was ich meine? Du brauchst diese Schreibsession wahrscheinlich. Ja, genau, Digga, ich kann dieses Freestyle nicht so, es taugt mir auch nicht so, ich mach eher, weißt schon. Ja, Mann. Bei Ja, mir ist wie es auch gesagt. so, Leute, Homies sagen immer so Freestyle doch, Freestyle doch. Ja, aber ich und kann dann das kommen nicht. auch irgendwelche Leute zu dir, Digga, wenn du irgendwo bist. Also dein letztes kann ich ja nicht von dir nehmen, Bruder. Klar, Logo, hier bin Wenn du ich. irgendwo bist, Digga, dann kommen irgendwelche, du bist irgendwie saufen und auf einmal kommen irgendwelche Leute zu dir und sagen, komm, wir freestylen jetzt und so. Ich so, nein, Digga, ich. Schön und gut, Bro, Freestyle, ich höre es mir an, ich feiere das, dass du das kannst, oder, aber so Ich bei mir ist das freestyle Ding, nicht, ich habe so eine Digga. Blockade Nein, in meinem Bro. Kopf, ich kann kein Bullshit labern, so, ich kann nicht einfach geht auch irgendwelche nicht, ja, Wörter raus, weil ich immer Schiss habe, dass ich irgendwas Behindertes sage, so, und ich bin da ein bisschen zu perfektionistisch, so. Ich kann da nicht so ein Bullshit einfach Es kommt Ja, auch genau, am Anfang genau, ich ein kann das bisschen auch blöd, nicht, wenn man ja. selber sich erwischt, weil man sowas Blödes sagt. Ja, oder ja, ja. So bei der Session, wo du sagst, boah, kacke. Das Ich hat's muss bestimmt- Texte schreiben, Digga, weißt du? Ich muss Texte schreiben Ja, und wirklich darüber nachdenken, was die Texte dann sagen, weißt du, was ich meine? Ich habe keinen Bock, irgendeinen Scheiß daher zu babbeln, Digga. Die ganzen Freestyler so, nee, taugt mir nicht so. Ich kann Freestylen. Aber geht Respekt an jeden, der das kann, so. Nicht. Ja, Zum Beispiel normal, Astro, Bro. ja. Zum Beispiel Astro, unser Kollege, Ja. der im Knast sitzt, der kann gut freestylen, Digga. Übelst, Mann. Der hat auch, glaube ich, diesen einen Song, hat er den gefreestylt? Den hat er komplett durchgesucht. So gut wie Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber eure Plattform Southside Illegal, so auf YouTube. Euer erster Song war ja, warte mal, wie hieß denn der noch? Drugs, doppelte Dosis. Drugs, die doppelte Dosis, genau. Das war auch mit Syndikat, glaube ich, Nee, das war oder? nur ich und Nur- Bandana. Bandana MC, genau. Da war Southside Illegal noch nicht mal Southside Illegal. Das hat ja jetzt so Da ungefähr hieß mir ganz anders. so schon stabil, so 81.000 Klicks, so. Ja, das war so die Zeit, wo dieser Bandana, ich will seinen Namen gar nicht in den Mund nehmen, wo wir halt so, das Ding ist halt, das ist eine sehr lange Geschichte, wir waren früher in einem Label drin, ist Undercover Elegant. Okay? Undercover elegant. Genau, okay. das gibt es mittlerweile nicht mehr. Da waren wir in einem Label drin, haben uns kennengelernt und so und dann dachten wir uns, egal, wir machen so unser eigenes Ding. Er hatte seine Fanbase so, ich hatte meine Fanbase und dann haben wir unseren Song gemacht und die Fanbase kam alle aufeinander, weißt du. Und dieser Drugs doppelte Dosis ist richtig durch die Decke gegangen, so, für München so, weißt du, 80.000 Aufrufe. Für damals vor allem so. Ja, für das damals, Alter. das ist ja schon 2 Jahre her, Digga, da haben die so, ja, ging schon ab, Digga. Und wie ist eure erste Reaktion gewesen auf die Klicks? Also das ist ja nicht Ja, wenig. brutal, Digga. Vor allem so junge Künstler wie euch. Ja, so, wenn also ihr das so mittlerweile seht, Der ist Song das so. steigt ja immer noch, so, das war ja nicht plötzlich Der macht, diese macht so, 80.000. ja, der macht so 30 bis 40 Aufrufe am Tag so. Stabil. Wo wir, also ich sag so, in den letzten paar Monaten. Mittlerweile halt so. Ja, der hat Und das nach 2 Jahren immer noch, Ja. also wohlgemerkt, genau, ja. Der macht wirklich, ich gucke halt so auch, ich habe meinen YouTube-Kanal, ich gucke so Insights an, so 30 bis 40 Aufrufe am Tag ist schon nicht schlecht, Bro. Und ja, der hat in den ersten 2 Tagen, glaube ich, schon 10.000 gemacht, irgendwie so. Ging End up, Digga. Dann haben wir nach einer Woche schon 30.000 gehabt oder so. Also der Song ging wirklich durch so. Habt ihr Ja. euch da mega gefreut Ja, natürlich haben wir oder uns gefreut, End, Digga. direkt Party? Ja, Digga, richtig geil. Wir haben auch eigentlich noch extrem viele andere Songs, Okay. die wir aber leider runternehmen mussten wegen irgendwelchen anderen Scheiße. Wir hatten zum Beispiel Boxen of Lord. Stimmt, ja, Mann. Boxen of Lord, was auch übel. Kennst du Herzog? Klar. Ja, Herzog hat den Song auch Ein gehört. Herz für Drogen, glaube ich. Ja, genau, der meinte auch zu uns, der Song ist krass und so. Nein, echt, hat ja, er das der gesagt? hat Boxen of Lord hat er sich angeschaut und meinte zu uns, der Song ist Schau krass mal, und so. Herz. Ach, krass. Ja, aber das Ding ist so, wir mussten den Song runternehmen, weil wir hatten so Weiber drin, die gestrippt haben und so und die wollten dann, wir haben halt leider... Nein, nicht mehr. Was lernt man daraus? Immer Verträge Ja, wir schließen müssen mit halt den wirklich, Digga, ich mach das jetzt nur noch so, ich lass diese Drecksweiber nur noch wirklich also wirklich schwarz auf weiß unterschreiben, Digga, weil, weißt schon, dann meinten die zu uns, ja, Dann hat die ein Freund oder so, da meint der, das muss raus. ja oder genau, und dann das kriegt er halt nur das. Probleme, Digga. Da habe ich auch schon mit anderen Rappern gesprochen, die haben auch gesagt, lieber eine professionelle, die du gar nicht kennst. Und einfach So, ein weil dann Vertrag, zahlst ist doch du nichts und du dabei. kriegst das, Ja, was du genau. möchtest, Ja, so. safe. Jeder geht halt glücklich nach Hause, ne? Ja, weil am Ende des Tages, Digga, hast du Probleme mit, weißt du, mit diesen Drecksweiber, immer das Gleiche, Digga. Weißt du, weißt du, Digga, wir waren im Hotel, wir waren alle richtig drauf. Okay.
Wir waren alle richtig drauf und dann die Weiber waren auch richtig drauf. Ich so, ja komm, wir ziehen uns das aus und so. Ich so, ja okay, warum nicht so, weißt? Dann ziehen sie sich aus, komm, wir strippen jetzt auf den. Und dann ein paar Wochen später auf einmal so, nee, wir wollen das jetzt doch nicht, ihr müsst es runternehmen, sonst kommen wir rechtlich an, weißt du? Krass. Du warst Anwalt, Mannwald. Ja, Digga, halt's Maul, Digga. Ich schwör's dir. Ja, Ja. da lieber ein bisschen investieren, würde ich sagen. Ja, genau, safe. Nicht schlecht. So. Gut. Und ja, wie seht ihr euch denn in Zukunft so? Was? Schwierig. Bruder, so, wir machen einfach. Ich meine, Wir machen okay, einfach. jetzt kommt die Wir machen Corona-Phase, Weihnachtsphase, dies, das. Ja, jetzt nächstes Jahr. erstmal, also jetzt werden wir erstmal nur noch Singles auf Spotify raushauen. Okay. Also wir gucken jetzt, dass er holt jetzt seine Singles auf Spotify raus, ich hole jetzt meine Singles auf Spotify raus. Weil, wie gesagt, mein nächstes Video, was ich geplant habe, ist ja dieses Video mit richtig vielen Leuten so, das kann ich ja nicht machen so. Deswegen gucke ich jetzt, dass ich erstmal nur noch Singles auf Spotify raushaue. So. Okay. Genau. Und wie seid ihr damals zu diesem Namen Southside Illegal gekommen? Oder wie ist diese Crew, ja, wer hat warte das mal. zusammengesetzt? Wir haben irgendwas gesucht, was. Du hast, glaube ich, Ja, vorhin warte, gesagt, lass das hat mich eine lange Geschichte, ne? Nein, das war mein Name Name. nicht, aber. Achso, okay. Nein, Southside Illegal war so, wir waren halt, das war damals so er, Bandana und Syndikat. Wir waren zu viert. Und dachten, was machen wir jetzt, Digga? Irgendwas mit Southside. Dann meinte er so Bandana so, ja, irgendwas, was man laut schreien kann. Irgendwie, er meinte so, Southside Party Hard. Ich so, nein, Southside Party Hard können wir uns nicht nennen. Ich so, was wie wär's mit Southside Illegal? Also, ja, okay. Da haben wir halt so geguckt, ob man das gut schreien kann. Wir so, Southside Illegal. Und dann konnten wir gut schreien, seitdem heißen wir so. Ja. Okay, nicht Alles, schlecht. was man brüllen kann. Das ist auf jeden Fall Okay. optimal. Non Blanco, du machst ja eher so die melodisch, so trappige und melodische Sachen, so was im Rap abgeht. Kannst du dir auch mal vorstellen, so aggressive Sachen zu machen? Haben wir gemacht. Ich habe früher, also beziehungsweise wie dieses Southside Illegal-Dings angefangen hat, wo wir noch wirklich eine Rap-Crew waren, so, also eine Rap-Gang, so, da habe ich so eine Musik gemacht. Ich höre auch selber viel so eine Musik, so ist nicht. Aber das heißt, ich habe mich einfach mit der Zeit irgendwie anders entwickelt, weiterentwickelt, weil ich das andere auch parallel dazu gehört habe und so im Studio im Endeffekt hat mir dann das mehr getaugt, selber zu machen und ich hatte da mehr Bock. Da kommt schon noch was, Digga. Ich werde dich schon noch dazu bringen, dass wir noch asozialen Song machen. Alles klar. Safe, Digga, safe. Nicht schlecht. Wie gesagt, Party 2 ist ja noch. Ja, Digga, kommen. Party 2, ich Party schwör's 2 dir, kommt. dieser Song, Party 2 ist echt gut, Digga. Wir müssen echt noch raushauen, Digga. Das fand ich sehr lustig, wie gesagt, also ich habe das YouTube angeklickt und da waren immer diese WC-Zeichen irgendwie dazwischen so. Ja, Digga, Und okay, es muss eine krasse Party sein. Ja. So. Ja, war auch lustig, Digga. Da gab's ja Schlägerei wie nochmal was, Digga. Ja, Alter, das Habt war ihr eine da, werdet ihr da, Katastrophe. ja, ich meine, ihr habt ja auch diesen Assi-Image so, werdet ihr da noch viel mit Gewalt konfrontiert, Ja, oder? Digga, also das Ding ist, also mittlerweile nicht mehr so, weil wir sind mittlerweile reife Versuchen uns da ein bisschen so. rauszuhalten einfach. Ja, weil das Ding ist, ich hatte früher, Digga, mit 18, Digga, ich hatte die ganzen Schlägereien ununterbrochen, haben wir uns gefotzt, Digga, mit irgendwelchen Leuten. Grundlos, wirklich, Digga, vor 2 Jahren, ich habe mich die ganze gefotzt, die ganze Zeit, Digga. Deswegen habe ich jetzt viel Schulden beim Gericht und so. Ich muss wahrscheinlich auch bald in den Knast und so. Ach krass. Ja, deswegen, Digga, wir haben halt wegen den ganzen Scheiß, was wir früher gemacht haben, Digga, jetzt haben wir halt geguckt, dass wir jetzt so einen Scheiß halt lassen, Digga. Ich meine, allein Party geht weiter, Digga. Weißt du, was für der Alter, Junge. Das war Katastrophe, der Dreh, ich sag Ja, euch ehrlich. Digga, ich schwör's, wir hätten eigentlich noch viel mehr gedreht, aber das Ding ist dann... So, ich hatte an dem Tag eine neue Jacke. So, ich hatte die das erste Mal an, so eine gelbe, Hilfiger. Die war am Ende des Tages komplett mit Blut überströmt. So. Die haben uns Ich bin so noch nur feiern gegangen. gefotzt, die ganze Zeit. Krass. Wir haben uns dieser nur Jacke. gefotzt, der eine Typ kommt her, du wichst aus, sich selber die Bierflasche so hart gegen den Kopf, dass sie zerbricht und so. Aber da sind wir jetzt raus, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, weißt du? Wir sind jetzt reife geworden, ich habe keinen Bock mehr auf diese Schlägereien und so. Ich habe früher sehr viel Scheiße gebaut, so. Auch mein kleiner Bruder, der jetzt auch länger im Knast war. Wir hören jetzt auf mit der Scheiße, Digga. Kein Bock mehr auf so einen Dreck, weißt du? Weil du kriegst nur Probleme damit. Wir sind hier, um Musik zu machen. Und Ja, nicht ich mache jetzt um- meine Ausbildung, weißt du, ich mache jetzt meinen Job und so, ich gucke, dass ich keine Probleme bekomme. Weil damals haben wir viel zu viel Scheiße gebaut, so, weißt du, wir haben uns alles gekackt, so. Kein Bock mehr auf so einen Dreck. Auf jeden Fall sind eure Videos authentisch, kann man sagen. Also Ja, wenn bei danke euch schön. echt da Fix. also wenn ich Party machen will, dann würde ich einfach nur zu einem Videoclip kommen so. Ja, Videodreh. nächstes Mal, Digga, wenn du Bock Wenn da hast, auch Digga, was wenn ich mir dieses gestrippt 50 wird Mal oder Video so. drehe, wenn ich dieses 50 Mal Video drehe, kannst du gerne vorbeikommen, safe. Cool, Mann. Also ihr seid offen auch für weitere Crewmitglieder. Aber wie Egal, gesagt, welche kommt Stadt, drauf nur an. vom Süden. kommt wenn er drauf cool an, wer ist. es ist, wenn er, Wenn's ja, cool ist. safe. Also aus München würde ich jetzt erstmal Nein sagen, aber es gibt so viele andere Städte im Süden, wo es bestimmt Könnt ihr euch vorstellen, auch einen Vertrag bei einem Label anzunehmen? kommt drauf an. Also kommt so, drauf an. es kommt echt drauf an, eher so,
Guck mal, das Ding ist so, diese ganzen Vorschüsse, 100k, 50k, so, das würde ich gar nicht annehmen, so, weil versteuer das erstmal, die Hälfte ist weg. Und dann muss er erstmal produzieren, damit lohnt sich gar nicht. Wenn da jetzt irgend so ein Mörder-Deal kommt, ja, so wäre dumm, wenn man da Nein sagt. Aber so irgendwelche Pissbeträge, so, das lohnt sich nicht. Das ist nur Abzocke. Okay. Okay, hiermit sind wir soweit fertig, würde ich Dankeschön, sagen. dass ihr da sein durftet. Danke gell? euch, dass ihr da wart. Kein Ding, So Mann. auf jeden Problem. Fall. Und euch alles Gute auf jeden Fall für die Zukunft. Dankeschön dir auch. Ich werde mir Party 2 auf jeden Fall reinziehen. Ja, safe, safe. Ich denke So, mal nächsten und, Sommer oder so. Ja, irgendwann so. Müssen wir Bin halt ich Sommer gespannt, raushauen. so. Ja, safe, wird krass. Und euch alles Gute auf jeden Fall. Dankeschön. Danke euch, dass ihr da wart. Dankeschön. Also, peace. So Leute, das war's mit der neuesten Folge von Artist Talk. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, das wäre ganz gut. Checkt die Kommentare, schreibt was dazu, checkt die Künstler aus, Southside illegal und haut rein, bis zum nächsten Mal.